herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Wir sind die Real Estate Blondies und heute in einer 6-Schlafzimmer riesigen Villa in Dubai Hills. Diese Villa hat unter anderem 12 Badezimmer, ein Indoor-Pool, ein Outdoor-Pool, ein eigenes Cinema und eine wunderschöne Dachterrasse. Die Grundstücksfläche beträgt 3400 Quadratmeter und die reine Wohnfläche 3000 Quadratmeter. Das Ganze kostet sage und schreibe 50 Millionen Euro. Und was sich hier drin befindet, das schauen wir uns jetzt an. Let's go! Das erste, was wir sehen in diesem Eingangsbereich, ist ein super großer und offener Raum. Es ist sehr hell hier. Wir haben den Raum durch diesen wunderschönen Marmor in verschiedene Sektionen eingeteilt und direkt vor uns ist das erste, was wir sehen, eine Sitzlounge, ein Sitzbereich oder auch ein kleines Wohnzimmer, kann man fast schon sagen. Auffällig ist die Deckenhöhe. Wir haben hier 7 Meter Deckenhöhe. Im Eingangsbereich sind es 3,6 Meter, also es ist alles erhöht im Vergleich zum Standard, den wir in Dubai normalerweise haben. Etwas Besonderes ist auch der Fernseher, denn das ist ein Fernseher, der aus dem Boden herauskommen wird. Und die bodentiefen Fenster, unglaubliche Höhe, also auch von fast 7 Metern, sorgen natürlich für extrem viel Lichteinfluss. Es ist sehr hell hier, die Sonne scheint rein und das ist eigentlich so ein Bereich, wo man wirklich auch ein Buch lesen kann, einfach relaxen kann. Man schaut auf den Pool, auf die Golf-Area und die gegenüberliegenden Mansions und das ist wirklich sehr schön. Direkt anschließend an diese Sitzlounge finden wir hier einen wunderschönen großen Flügel. Angelika, du kannst doch spielen. Ein bisschen. Ihr könnt es gleich mal einblenden, dass ich da ein bisschen geklimpert habe. Das ist ein Petrov-Flügel. Des Weiteren ist das ja hier auch ein Teil vom Eingangsbereich. Also es ist hier alles offen und miteinander verbunden im Erdgeschoss. Finde ich auch super schön. Was mir auffällt, ist auch der Marmor. Das ist ja auch für dich dein Highlight. Das ist mein absoluter Lieblingsmarmor. Wir sehen, alle Wände hier sind in diesem Travertin-Marmor verkleidet, der mit Sand geschliffen wurde. Das heißt, es hat eine sehr natürliche und auch besondere und warme Optik. Gehen wir nun in die Wohnzimmer. Tatsächlich sind das 3 Wohnzimmerbereiche, die wir jetzt hier betreten. Natürlich alle mit Ausblick auf den Golfkurs. Hier haben wir erstmal einen Sofabereich mit einer Feuerstelle, die auch integriert ist. Wir haben überall Kunstwerke an den Wänden. Wohnzimmer Nummer 2, auch wiederum mit einer Sitzecke. Und wow, was haben wir denn hier? Eine Bar. Natürlich darf in so einer Mansion eine Bar nicht fehlen, vor allem auch mit solchen schönen Weingläsern hier. Also hier kann man wirklich sehr gut Gäste empfangen. Vor allem, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass alle Fenster sich komplett öffnen lassen. Das heißt, man kann das hier sehr weitläufig öffnen und natürlich auch draußen im Garten seine Gäste von dieser Bar aus bedienen. Die Bar hat auch wiederum eine Marmorwand in einer etwas anderen Optik. Und im dritten Wohnzimmerbereich haben wir eine klassische Sitzecke aufgebaut, auch mit einem Fernseher. Hier kann man entspannt die Abende genießen. Der Einrichtungsstil dieser Villa ist sehr klassisch gehalten, sehr modern und einfach, also auch im minimalistischen Stil, was mir persönlich extrem gut gefällt. Also ich würde tatsächlich diese Villa so, wie sie ist, auch selbst übernehmen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch auch so geht und ob euch dieser Style gefällt. Ich finde es echt, ist ein Traum. Auf der anderen Seite dieser Lounge befindet sich zum einen hier die Küche und das Esszimmer, aber auch das Arbeitszimmer, das sehr besonders ist, deswegen zeigen wir euch das erstmal. Im Büro haben wir auch hier wiederum einen Sitzbereich mit einem Schreibtisch und einem ganz besonderen Prachtstück. Dieser Teil von einem Ferrari-Motor kostet sage und schreibe 250.000 Dirham. Das sind umgerechnet um die 65.000 Euro. Was ich auch sehr besonders finde hier und was auch sehr besonders ist, ist, dass wir hier einen Ausblick auf die Garage haben, die übrigens wie ein Aufzug hoch und runter fährt. Das heißt, man hat die Möglichkeit in seinem Büro neben seinem Ferrari-Motor auch seine Ferraris hier zur Schau zu stellen. Von dem Büro aus haben wir dieser Durchgangsbereich sehr hell, hat auch eine Aussicht, Fenster
und die Deckenhöhe dementsprechend liegt auch bei 3,6 Metern. Auf dem Weg in die Küche sehen wir links erstmal einen sehr großen Weinkühler mit einer sehr besonderen roten Marmorwand im Hintergrund. Und in der Küche haben wir hier auch wieder einen sehr offenen, großen Bereich, der teils auch durch diese Wand abgetrennt ist. In der Mitte wurde eine Kücheninsel platziert, auch wiederum in einem grauen Marmor. Und was ich sehr schön finde, ist das eingebaute Waschbecken, welches auch in dem gleichen Marmor gestaltet wurde. Wir haben hier sehr hochwertige Brands, Reginox und auch alle Küchengeräte von Gaggenau. Hinter dieser Küche finden wir noch eine weitere Küche, und zwar ist das hier die Preparation Kitchen, wie wir es auch aus den anderen Mansions kennen. Nur um einiges schöner, muss ich sagen. Es ist eine unglaublich große Küche. Hier haben mehrere Chefköche Platz. Und auch hier wurde Marmor eingearbeitet in die Küchenoberfläche. In der Vorbereitungsküche wird natürlich auch das Essen vorbereitet, welches dann den Gästen und auch den Bewohnern des Hauses serviert wird. Und genau in diesem Bereich bewegen wir uns jetzt auch. Wir haben zum einen einen sehr gemütlichen runden Tisch, der zum gemeinschaftlichen Essen auch einlädt, und auch ein Chandelier darüber. Hier haben wir einen super großen Esstisch. Das ist auf jeden Fall der Bereich, wo man seine Gäste empfängt. Wir sehen auch hier wieder ein sehr großes Fenster, das sich auch wieder komplett öffnen lässt, um eben den Ausblick nach draußen zu gewährleisten, auf den Golfkurs und vor allem auf den wunderschönen türkisenen Pool. Jetzt sind wir im Garten dieser Mansion und wir sind überwältigt von diesem wunderschönen Ausblick. Es ist einfach ein Traum, dieser Golfkurs vor unserer Nase mit dem Pool. Ein Traum. Sehr schön finde ich auch, dass man hier diesen Weg hatte, der über das Wasser geht. Auch wieder im selben Marmor gehalten, wunderschön. Wir haben auch hier Sonnenbetten im Wasser, wo man sich direkt abkühlen kann, und das natürlich alles immer mit dem Ausblick. Und das ist auf jeden Fall eine besondere Sache in dieser Mansion, denn dieser gesamte Garten ist so weitläufig und in die Länge gezogen, um eben diesen Blick auf den Golfkurs zu gewährleisten. Wenn man einmal auf das Haus schaut, sieht man, dass jedes der Fenster auch eine eigene Markise hat, also einen Sonnenschutz. Das ist auch etwas, was man nicht so häufig in Dubai auffindet, was aber durchaus Sinn macht, denn wir sind auch gerade hier auf der Südseite gelegen. Hier finden wir auch einen weiteren Sitzbereich und eine weitere Küche. Das heißt, dieser Garten eignet sich perfekt, um Partys zu hosten, um Gäste einzuladen und diese hier auch zu bewirten. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Gartenbereichs und finden auch hier nochmal eine riesen Sitzlounge auf, die in einer kreisförmigen Form aufgebaut ist mit einer Feuerstelle in der Mitte. Also man kann hier tatsächlich ein Lagerfeuer im gehobenen Stil veranstalten. Im ersten Stockwerk angekommen, erwartet uns hier ein riesiger Eingangsbereich. Natürlich kann man auch über eine Treppe in das erste Stockwerk gelangen. Die Treppe ist ausgestattet mit einem sehr aufwendig gestalteten Chandelier, der 8,5 Meter lang ist und sich über alle Stockwerke zieht. Was wir hier auch sehen, ist ein Sitzbereich, wiederum hier auch zwischen den Schlafzimmern mit Sofas, und dort kann man auch hinunterblicken in diese Lounge, die wir am Anfang gesehen haben. Aber lasst uns jetzt erstmal das Schlafzimmer ansehen, was super besonders ist, denn es ist tatsächlich so groß wie eine komplette Wohnung, müsste ich eigentlich sagen. Denn wir haben hier einen separaten Eingangsbereich und wir sehen ein absolut großes Schlafzimmer. Also das ist wirklich riesig, unglaublich groß. Wir sehen, das ist ein sehr großes King-Size-Bett und sieht im Vergleich zu dem Raum wirklich unglaublich klein aus. Denn wir haben hier auch nochmal Sitzbereiche, wir haben den Fernseher vor uns und dahinter sogar nochmal ein ganzes Abteil. Hast du dir mal angeschaut, wie groß alleine dieser Teppich ist, auf dem wir gerade stehen? Also alleine der ist riesig und der eigentliche Boden hier ist mit Parkett ausgekleidet. Gehen wir jetzt in das Ankleidezimmer, welches sich natürlich direkt dahinter verbindet, und wenn wir hier in der Mitte stehen, haben wir auf der linken Seite einmal einen Ankleidebereich für sie und auf der rechten Seite für ihn. Das heißt, auch hier wurde an alles gedacht und man hat einen getrennten Bereich, sodass jeder glücklich ist und genügend Stauraum auch für seine Kleidung hat. Was ich auch super schön finde, ist auch die Beleuchtung in den Schränken und dass die Verglasung auch abgedunkelt ist. Es
bringt auch alles nochmal so Wärme rein und auch sauberer sieht das Ganze aus, weil die Klamotten nicht so durchscheinen. Von den Ankleidezimmern aus geht es dann weiter. Auch hier haben wir noch einen weiteren Bereich dieser, könnte man sagen, Wohnung, aber es ist eigentlich ein Master Bedroom. Und für mich sind definitiv die Badezimmer in der Villa das absolute Highlight. Denn zum einen sind sie komplett aus Marmor ausgekleidet, sogar die Waschbecken, auch ein Double Sink natürlich, also ein doppeltes Waschbecken hier. Wir haben natürlich auch noch eine sehr große freistehende Badewanne, auch hier in der Rose Gold Optik, wirklich sehr edel. Und dahinter befinden sich nochmal 2 Duschen, und zwar 2 riesige Regenduschen mit Massagefunktion, mit verschiedenen Knöpfen, also auch hier wirklich sehr ausgestattet für alles, was man braucht. Schau mal, wie groß das Ganze auch ist. Bis hier nach hinten geht diese Dusche, also es ist wirklich unglaublich riesig, wahrscheinlich 4 Meter in die Länge. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses offene. Und man hat das Gefühl, durch diese ganze Marmoroptik, dass man sich irgendwo in der Natur befindet. Wir haben auch hier wieder natürlichen Lichteinfluss, was ja ganz, ganz wichtig ist. Und auch die Möglichkeit, die Fenster zu öffnen. Auf dieser Seite gibt es dann noch ein WC. Und jetzt schauen wir uns mal noch die anderen Schlafzimmer an. Es gibt hier 2 solcher großer Schlafzimmer. Das zweite sehen wir uns jetzt einmal an. Und auch hier haben wir wieder diese wunderschöne Tür, die du vorher angesprochen hast, und einen kompletten Eingangsbereich. Dementsprechend sind sie vom Grundriss quasi identisch. Wir haben hier auch nochmal einen Balkon und den Eingang zum Schlafzimmer. Also dieses Schlafzimmer ist nicht so groß wie das wir zuerst gesehen hatten. Dennoch haben wir auch wiederum ein sehr großes Bett hier platziert, zusammen mit einer kleinen Sitzecke, einem Fernseher und auch noch ein paar sehr schön beleuchtete Regale. Wenn wir vom Schlafzimmer einmal durchgehen, haben wir hier einen kleinen Ankleidebereich. Das ist schon der erste Teil des Ankleidebereichs tatsächlich, auch mit viel Stauraum und einem Schminktisch. Gegenüber finden wir einen weiteren Teil des Ankleidebereiches, ähnlich wie im anderen Schlafzimmer, sehr groß, sehr modern gehalten, und auch hier tritt man von diesem Ankleidebereich in das Badezimmer ein. Und wir sehen auch hier wieder den Marmor an den Wänden. Wir haben eine freistehende Badewanne. Man kann sehen, es ist nicht so groß wie das erste Schlafzimmer. Auch im Ankleidebereich haben wir keine getrennten Flächen. Aber dennoch ist es einfach unglaublich riesig, muss man sagen. Man fühlt sich nicht eingeengt. Also die Gestaltung der Räumlichkeiten ist sehr praktisch und sehr systematisch aufgebaut, sodass man wirklich vom Eingang aus alles in der richtigen Reihenfolge auch auffinden kann. Jetzt gehen wir in das nächste Schlafzimmer und das ist das dritte. Da diese Schlafzimmer auch sehr häufig als Gästezimmer genutzt werden, sehen wir hier auch im Flur einen super großen Einbauschrank. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man hier teilweise auch Bettwäsche, Handtücher und verschiedene weitere Dinge für seine Gäste eben unterbringt oder auch für die Einwohner. Wir haben hier keinen klassischen Eingangsbereich wie bei den anderen Schlafzimmern zuvor. Man kommt rein und findet sofort hier schon ein Teil des Ankleidebereichs. Wenn wir dann weiter durchgehen, haben wir hier ein kleines Office integriert. Man könnte mit Sicherheit auch beispielsweise einen Spiegel hinhängen und das auch als Schminktisch nutzen. Was sehr schön in diesem Schlafzimmer ist, dass die Rückwand von dem Bett in die Wand integriert wurde und eine indirekte Beleuchtung hat, was das Ganze nochmal sehr harmonisch abrundet. Wir betreten nun den Badezimmerbereich. Wir haben hier keine Badewanne, aber natürlich auch eine Dusche. Wiederum ein Fenster mit mattiertem Glas. Was auch sehr besonders ist, muss ich sagen, in der gesamten Mansion haben wir bisher noch kein Badezimmer gesehen ohne ein Fenster. Also Tageslicht im Badezimmer ist wirklich ein Luxus in Dubai und der ist hier vorhanden. Gehen wir zum nächsten Schlafzimmer. Gibt es noch eins? Ja, in dieser Mansion gibt es tatsächlich 7 Schlafzimmer. Wir versuchen euch heute so viele wie möglich zu zeigen, deswegen schauen wir uns jetzt noch einmal das 4. an. In diesem Schlafzimmer gibt es ein sehr besonderes Feature. Wir sehen, wenn wir reinkommen, ein riesengroßes Fenster mit sehr viel Licht und wir können auf den Lichthof, sozusagen auf den Eingangsbereich sehen. Diesen Schlafzimmerbereich ist abgetrennt von einem Sitzbereich und dahinter dann eben das eigentliche Schlafzimmer auch mit dem King-Size-Bett. Was ich auch super schön finde, ist diese kleine Trennwand hier, die sich gleichzeitig auch nutzt als Fernsehwand, die destotrotz aber auch mit dem Marmor verkleidet ist. Ich finde das super schön, weil man hat
im Endeffekt einen sehr großen und offenen Raum, aber nutzt gleichzeitig 2 Räume. Von dieser Treppe aus kommen wir hier auf die Dachterrasse, die erstmal überdacht ist, und auch hier haben wir wieder einen Bereich mit einem Fernseher, mit einem Sofa. Ich muss sagen, dieses Sofa sieht super gemütlich aus mit den ganzen Kissen. Auch dieser Bereich ist komplett mit Marmor ausgekleidet und gibt nochmal eine sehr edle Optik, auch mit dem dunklen Holz, das wir hier in der gesamten TV-Unit mit inkludiert haben. Auch hier wieder eine andere Art von Marmor in dem grauen Stil. Es ist ein sehr durchgängiger Bereich. Man kann tatsächlich von beiden Seiten dann auch auf die Dachterrasse gehen. Wir schauen uns das mal an, was sich hier draußen befindet. Wow, man hat einen super Ausblick auf den Golfplatz und natürlich überblickt man auch wirklich Dubai Hills. Den Sonnenuntergang ist auch hier auf der Terrasse wunderbar anzusehen. Und ansonsten haben wir hier auch 2 Feuerschalen, wo man abends wirklich einen entspannten Abend genießen kann, und unter anderem auch noch eine Bar-Outdoor-Kitchen. Die Dachterrasse hat jetzt definitiv unsere Haustour in den oberen Stockwerken abgerundet und ein Highlight wollen wir euch nicht vorenthalten und das ist das Kellergeschoss. Wir schauen uns das jetzt an. Angekommen im Untergeschoss sehen wir wieder einen sehr großen offenen Raum mit vielen verschiedenen Türen und einem sehr schönen und angenehmen Sitzbereich. Dahinter liegend an der Treppe auch einen kleinen Baum mit einer grünen Landschaft, das auch das Gefühl gibt, als ob man draußen sein würde. Direkt hier haben wir eine Bar und jetzt kommt ein Highlight für mich persönlich. Denn hinter dieser Wand verbirgt sich eine Süßigkeitentheke, meine Lieben. Das ist einfach ein Traum, glaube ich, auch für jedes Kind und jeden Erwachsenen, der noch in die Kinderzeit zurückdenkt, eben diese Automaten zu haben und immer Süßigkeiten rauszulassen, finde ich sehr, sehr, sehr cool. Selbst hier gibt es eine frische Popcornmaschine, wo man sich selbst Popcorn machen kann. Und was ich sehr besonders finde an dieser Bar, ist dieser Marmor. Ich muss sagen, der ist wunderschön und passt tatsächlich auch etwas zu den Süßigkeiten. Dadurch, dass wir hier verschiedene Farben haben, dieses Rot mit dem Grün und dem Lila, ist wirklich ein sehr schöner Marmor. Habe ich auch in dieser Art und Weise so noch nicht gesehen. Gehen wir einmal ins Kino und das ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Raum hier, denn dieses Kino ist weniger gemacht wie ein typisches Kino, sondern eher wie ein sehr gemütliches und auch hochwertiges Wohnzimmer. Und wir hören es auch schon. Genau, ich wollte auch sagen, man kommt hier rein, spricht und merkt, dass es sehr gedämmt ist. Also auch hier wurde sehr viel mit Isolierung gearbeitet. Es ist ein sehr komplexes und besonderes Soundsystem verankert. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass hier Bilder aus älteren Filmen ausgeschnitten wurden. Das gibt auf jeden Fall nochmal diesen Kino-Vibe. Und auch die Decke ist schön in dieser Holzoptik, also aus Holz. Vom Kino aus, direkt gegenüberliegend, haben wir ein eigenes Gym in diesem Haus. Auch wieder getrennt durch eine Schwebetür. Und hier sind wir ausgestattet mit jeglichen Geräten. Oh Gott! Da muss ich noch ein bisschen trainieren, um die 16 Kilo hier mit einer Hand liften zu können. Schreibt mal rein in die Kommentare, wie viel ihr beim Bankdrücken drücken könnt. Wir sehen auch gegenüber vom Fitnessstudio, wir haben hier einen Olivenbaum und natürlich den Aufgang zum Pool, wie wir es schon im Garten gesehen haben. Des Weiteren gibt es hier auch eine Natursteinwand, an welcher dann Wasser herunterfließen wird. Das heißt, da haben wir auch nochmal einen Wasserfall und auch Stühle platziert. Bedeutet, man kann hier, wenn man mal kurz durchatmen möchte, im Winter in Dubai ist es ja möglich, draußen sind die Temperaturen sehr angenehm, kann man hier auch vom Gym über die Schiebetüren nach draußen gehen, kurz durchatmen, die frische Luft schnappen, den Wasserfall genießen und dann wieder weiter durchpowern. Oder auch in das hauseigene Spa gehen, nachdem man natürlich fertig ist und seine Muskeln auch ein bisschen relaxen. Bevor wir in das Spa gehen, sehen wir hier im Hintergrund einmal noch die Garage, die 6 Stellplätze bietet und auch Spiegel, um den Raum noch mal größer zu machen und auch seine Autos hier zur Schau zu stellen, würde ich mal sagen. Man hat hier die Möglichkeit, wirklich die Autos zu betrachten, während man sich einen Drink einschenkt. Genau, auf dieser Seite gibt es auch noch eine weitere Bar. Wir haben hier wiederum den gleichen Marmor wie auch in der Bar drüben. Das heißt, es werden immer die gleichen Materialien genutzt, um dem Ganzen einen einheitlichen Effekt zu geben. Sehr schön dargestellt, auch in dieser
Kupfer, Bronze, Optik. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Raum, den wir euch eigentlich zeigen wollten. Durch diese wundervolle, breite Drehtür kommen wir zum Spa und wir riechen es schon, es riecht nach Spa, es riecht nach Thermalbad. Wir haben hier einen wunderschönen Indoor-Pool. Und ein ganz besonderes Feature, ihr habt es vielleicht am Anfang des Videos gesehen, es gibt ein Water-Feature direkt im Eingangsbereich und das sehen wir hier über uns. Es ist durchsichtig, man kann hier durchblicken und direkt vom Pool aus, also wenn man hier schwimmt, kann man eigentlich nach oben schauen und in den Himmel blicken. Das ist natürlich auch ein super Vorteil dadurch, dass es auch nochmal Tageslicht hier runterbringt. Denn wir befinden uns immer noch im Keller, aber haben überhaupt nicht den Eindruck dadurch, dass wir das Tageslicht hier haben. Auf dieser Seite gibt es dann noch weitere Features des Spa-Bereichs, unter anderem die Sauna. Und einem Steam Room, also ein Dampfbad. Und wir haben hier auch nochmal 2 Duschen, dass wenn man natürlich hier rauskommt oder auch vom Fitnessstudio, sich direkt abduschen kann. Was haltet ihr davon? Hättet ihr auch gerne ein eigenes Bar zu Hause? Also ich habe nichts dagegen. Ich finde auch die Kombination sehr cool aus Kino, aus einer Bar, aus der Garage natürlich, dem Fitnessstudio und dem Spa. Das Ganze rundet unsere Tour heute ab. Es war all in all ein wundervoller Tag in dieser Mansion. Wir haben euch einige besondere Highlights gezeigt. Es ist ein super modernes Design, ein top hochqualitatives Finishing und wie immer findet ihr alle Details unten in der Videobeschreibung. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann!